Herzlich willkommen zur Wochenbotschaft und zwar zur Pick a Card Edition für die Woche vom 12. Mai. Wir haben hier 3 Stapel, wo du dich so ein bisschen mal hineinfühlen darfst, welcher Stapel gehört zu dir für nächste Woche. Und bevor wir zu den einzelnen Stapeln kommen, schauen wir uns mal einfach die allgemeinen Botschaften an. Also du hast noch genügend Zeit, um dich für einen Stapel zu entscheiden. Wie immer, denk daran, dass es sind allgemeine Botschaften, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Wir starten mit dem Buch der Antworten, und zwar, das ist von Carol Bold aus dem Fischer Verlag, und ich bitte dich, dass du dich jetzt als erstes mal auf deine Frage oder auf dein Thema fokussierst. Was beschäftigt dich zurzeit? Welches Thema oder welche Frage lässt dich nicht los? Ich picke da 2 Antworten heraus. Es kann sein, dass beide Antworten für dich sind, vielleicht nur eine, vielleicht aber auch keine. Entscheide intuitiv. Deine erste Antwort auf deine Frage. Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Also aufpassen, dass du nicht emotional entscheidest, nicht aus dem Affekt heraus entscheidest. Kann sein, dass es vielleicht die Stimme der Angst ist, des Zweifels oder dass du das Gefühl hast, wenn du etwas nicht sofort tust, dass es dir davonrennt. Also lasse dich nicht von deinen Emotionen leiten. Die zweite Antwort: Du brauchst mehr Informationen. Also ich sehe hier ganz stark eher so ein bisschen das Innehalten, dass du vielleicht mehr eine Information brauchst oder vielleicht hat sich diese dir ja schon gezeigt, aber du hast sie vielleicht noch nicht wahrgenommen oder nicht richtig erkannt. Darum zur Ruhe kommen. Ganz, ganz wichtig. Also nichts erzwingen, habe ich das Gefühl, sondern wirklich mal so ein bisschen durchatmen. Wir kommen mal zu den allgemeinen Botschaften. Wir schauen uns mal zuerst das allgemeine Hauptthema an für nächste Woche. Hier bekommen wir schon das Stopp. Nächste Woche geht es ganz stark um unsere Intuition. Es geht darum, intuitiv auch zu fühlen, was darf sein und was darf gehen. Wir haben ja noch ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ja am Montag, einen Vollmond im Sternzeichen Skorpion, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, etwas darf transformiert werden. Und es kann sein, dass du das nächste Woche ganz stark fühlst. Vielleicht hast du es auch diese Woche schon gefühlt, weil diese Woche kam ja Merkur in die Rückläufigkeit. Also diese Woche war ganz speziell. Ich habe es selbst gemerkt und wir werden gefordert, auf unsere Intuition zu hören. Es kann auch sein, dass du Dinge wahrnimmst, die du vorher nicht wahrgenommen hast und dass es dich vielleicht etwas irritiert. Dort in der Wahrnehmung bleiben und nicht zu kopflastig werden. Wir kommen zu den einzelnen Stapeln. Falls du noch nicht weißt, welchen Stapel du nehmen möchtest, dann klick bitte auf Pause und danach kannst du wieder auf Play klicken, wenn du weißt, welchen Stapel du möchtest. Wir starten mit dem Stapel Nummer 1. Ganz wichtig, es kann auch sein, dass du vielleicht zu 2 Stapeln hingezogen fühlst und das ist auch völlig in Ordnung. Meistens merkst du dann, wenn du die Botschaften anhörst, welcher Stapel wirklich zu dir gehört. Für alle, die den Stapel Nummer 1 gewählt haben, Sterne am Himmel, grenzenlose Möglichkeiten. Also nächste Woche wirst du dazu eingeladen, dich vielleicht auch mit dem Sternenhimmel zu verbinden, mit dem Universum, und die Karte möchte dich daran erinnern, dass du mehr vom Leben wollen darfst. Du musst dich nicht klein halten. Du darfst dir große Ziele setzen. Du darfst große Träume haben. Also falls du merkst, dass du eine Art großer Traum hast, aber es kommt immer so dieser Zweifel oder diese
vielleicht auch ein Gefühl von schlechtes Gewissen, dann lädt dich die Karte auch dazu ein, vielleicht ein Sternenritual zu machen, ein Ritual und etwas ans Universum zu senden. Das kannst du auch sehr gut am Montag machen, wenn Vollmond ist. Also du kannst so ein Ritual machen, was darf gehen in deinem Leben und was darf zu dir kommen. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten, als dir wirklich bewusst ist. 3 der Stäbe. Ich sehe auch, dass sich nächste Woche dir eigentlich ein Ziel zeigt. Vielleicht auch, wenn du schon ein Ziel hast, kann sich auch der Weg zeigen. Umso mehr ist es wichtig, dass du auch an deinen Weg glaubst. Wenn dort Glaubenssätze kommen, die deinen Weg klein machen oder sabotieren, kann es sein, dass dieses Ziel oder diese Vision wie so ein bisschen verblasst. Aber eigentlich zeigt sich dir dein Weg, dein Ziel nächste Woche. Also ein Ziel wird sich dir zeigen. Vielleicht sogar einen Teil von dem Weg, wie du dorthin gelangst. Also ganz, ganz schöne Energie. Was ist denn der Rat? Was ist der Rat der Karten für dich für nächste Woche? Bube der Schwerter, es kommt eine Information auf dich zu und die ist sehr wichtig. Sie wird dir helfen, deine Vision zu ergreifen, deine Vision zu manifestieren oder den Weg oder in diese Richtung zu gehen. Es kann auch sein, dass eine Chance kommt, dass du eine Information bekommen kannst. Also das heißt nicht, dass du die Information unbedingt vor die Füße gelegt bekommst, aber es kann sein, dass du eine Chance bekommst, um an diese Information zu kommen. Dann ergreife sie. Hab da keine Angst, weil sie wird dir helfen. Sehr, sehr spannend. Wir machen weiter mit dem Stapel Nummer 2. Stapel Nummer 2. Wir haben hier verirrt, Orientierungssuche. Es kann sein, dass du nächste Woche plötzlich merkst oder zweifelst oder dass da ganz starker Zweifel aufkommt. Vielleicht hast du es auch diese Woche so ein bisschen gemerkt und dich fragst, ist es das Richtige, was ich tue? Und dir vielleicht auch gewisse Gedanken machst oder vielleicht auch an gewissen Entscheidungen oder Vorhaben auch zweifelst. Also es kann sein, dass du ein bisschen verloren fühlst, obwohl vielleicht vor 2 oder 3 Wochen das Ziel ganz klar war, dass vielleicht hast du dich auch sicher gefühlt und jetzt brummt so ein bisschen dein Kopf. Das kann sein, das können verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass es darum geht, dass vielleicht sich auch eine Art Abzweigung zeigt und du das merkst. Es kann auch sein, dass ein Ziel, vielleicht nur ein Teil zu diesem Weg gehört oder eine Entscheidung und jetzt vielleicht wie eine kleine Veränderung kommen darf. Aber lass dich nicht verunsichern, ganz, ganz wichtig. Es kann sein, dass es darum geht, auch in die Veränderung zu gehen oder vielleicht kommen auch hier Glaubenssätze. Und da nimm die Energie der Hohepriesterin an, also hier wirklich auch deine Intuition so ein bisschen stärken und auch in die Wahrnehmung gehen, weil was ist die Hauptenergie? 2 der Stäbe eben wie dazwischen stehen, das Gefühl haben, ich stehe zwischen 2 Welten, ich muss mich jetzt entscheiden. Nimm diesen Druck raus. Du musst dich nicht entscheiden. Ich sehe, dass jemand wie zwischen etwas steht, wie zwischen 2 Welten. Es ist wie, als würdest du vielleicht im Kopf haben, ja, ich möchte eigentlich die Selbstständigkeit erreichen, aber ich bin alleinerziehende Mama zum Beispiel und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, ich kann doch das nicht. Dann bin ich eine schlechte Mama, wenn ich das mache. Bist du nicht. Also hier wie zwischen Glaubenssätzen stehen oder zwischen 2 Welten stehen. Ich habe aber das Gefühl, vielleicht, dass du mehr eine Brücke bauen kannst, als dir bewusst ist. Oder auch kleinere Umwege oder Kompromisse eingehen kannst. Also schau dir das ganz genau an und lass dich nicht verunsichern. Was ist der Rat, Bube der Kelche? Es kann auch sein, dass die Unsicherheit durch etwas Neues kommt, was sich dir zeigt und nimm das Neue mal an. Also verwerfe es nicht. Vielleicht kannst du das Neue, was sich dir zeigt, mit etwas verbinden, wenn es jetzt zum Beispiel beruflich ist. Vielleicht geht es auch um eine neue Liebe, die sich dir zeigt. Es ist etwas Neues, was sich dir zeigt. Es kann auch eine Idee sein, ein Impuls. Und gib dem mal Raum. Geh nicht in dieses Entweder-Oder.
Es ist viel zu früh für dieses Entweder-Oder. Oder vielleicht braucht es das auch gar nicht. Gib dem Neuen mal Raum, dass es sich dir ganz zeigen darf. Es ist okay, also musst dich da nicht beirren lassen und du musst auch noch keine Entscheidung treffen. Wir kommen zum dritten Stapel. Wir haben das Glücksrad, Glück und richtiges Timing. Nächste Woche wird sich dir so ein bisschen die Energie vom Schicksalsrad zeigen. Das heißt, es könnte ein wichtiges Gespräch kommen, eine wichtige Begegnung, vielleicht ein Zeichen. Es ist etwas, was eine Wendung oder eine Veränderung in deinem Leben ankündigt oder dir eine Art Hinweis gibt. Und da ist es natürlich wichtig, dass du das auch siehst und annimmst. Also du musst es schon annehmen, dass es dann klappt. Wenn das Glück unseren Weg kreuzt, dann müssen wir es ja wirklich annehmen und erst dann können wir davon profitieren, oder? Und hier kreuzt irgendetwas deinen Weg, was sehr, sehr wichtig ist. Eben, es können verschiedene Dinge sein. Nimm es aktiv wahr, weil das wird dir bei irgendeiner Sache helfen, wird dich ganz stark unterstützen. Vielleicht noch nicht sofort, aber später. Was ist dein Hauptthema? 3 der Schwerter. Vielleicht geht es auch um das Thema Heilung. Vor allem, wenn du vielleicht vor kurzem einen Verlust erlitten hast oder wenn es dir einfach nicht gut geht oder wenn da eine Trennung war, könnte das wirklich ein bisschen in den Fokus kommen, damit du auch Zeit hast zu regenerieren, das Ganze zu verarbeiten. Eben dieses Schicksalsrad könnte dir eventuell dabei helfen. Es ist was Positives, ganz, ganz wichtig. 3 der Schwerter kann aber auch auf Sehnsüchte hindeuten. Dass das Schicksalsrad dir deine Sehnsucht zeigt, deinen wahren Weg, dein wahrer Wunsch. Und wenn du dieser Sehnsucht nicht nachgehst und das untergräbst, kann sich natürlich das Leben anfühlen, als würdest du kämpfen, als würdest du gegen den Strom schwimmen. Also nimm das wahr, diese Sehnsucht, die kommt nicht einfach so zum Spaß. Wenn es dich irgendwo hinzieht, hat es immer einen Grund. Immer. Weil dann ist dieser Weg wichtig für die Seele, möchte sie etwas erfahren, etwas lernen. Vielleicht gehört es auch zu deiner Seelenaufgabe. Was ist denn der Rat? Getraue dich, den neuen Weg zu gehen. Getraue dich, deinen neuen Weg zu gehen. Das ist der Rat. Also den alten Weg, der dich nicht bereichert, zurückzulassen. Was auch immer das ist. Das ist ja bei jeder Person etwas anderes. Ja, das waren die Botschaften für nächste Woche. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.